Tja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Jetzt gehen wir mit unserem Kollegen Nino mal schnell übers Land, um uns einen ersten Eindruck hier zu machen über die Krankheiten und welche Arbeiten wir hier tun müssen. Ja, es gibt viel zu tun. Mit einem Wecker werden wir hier durchgehen. Dort drüben, die Terrasse, werden wir heute wohl noch anfangen, mit dem Wecker zu bearbeiten. Aber jetzt geht es erstmal darum, den ersten Eindruck yeah. And as you can see, this is not our land here. Yeah, this part. This one. Ja, gehen wir mal zu der Ecke, die wir letzte Woche gemacht haben und schauen uns das kurz an. Very tall cow. Why people to pick them, kind of. Everything can be pulled down a little bit. Chainsaw. Yeah, cut it down and they burst again. But here we are like also to do like some place to rest, maybe barbecue or maybe some just a place with Yeah, in the shade. That's it. Exactly, yeah. There is a fern Yo, Growing on the tree, yeah. that's a good sign. because it's very old. Yeah. Yes. No, it's not a good sign. It means it's old, it's not growing fast. So the fern can grow on it. It doesn't have to grow fast. No, now it's old. Even if this fruit tree doesn't produce fruit, they might produce shade. Shade, yeah. It's cool. Yes. So we want to save some old big trees here, and maybe the small ones we don't know if you want them or you can sell them or you just cut them down. This can be graftable. I don't know the name. Heute gehen wir mal an den Weinberg und ja, wir haben hier vor, einen vertikalen Weinberg anzulegen. Wie ihr sehen könnt, wächst der hier horizontal ungefähr in einer Höhe von 1,40 Meter, 1,50 Meter und halt Drähte gespannt an diesen Pfosten, und dort rankt sich der Wein halt hoch und wächst dann in einer Höhe von 1,40 Meter. Ja, aber für uns Mitteleuropäer ist das halt nicht so geeignet, weil ich zum Beispiel kann hier unten drunter nur schlecht mit dem Wecker, hier mit dem Wecker, kann ich nur schlecht Unkraut mähen, weil es halt nur 1,40 Meter Stehhöhe. Deswegen werden wir hier einzelne Reihen machen mit Wein, die dann vertikal wachsen, und zwischen diesen Reihen werden wir Gemüsebeete machen. Ja, gucken, wie das rauskommt. Die meisten der Pfähle werden wir neu fundamentieren. Wie ihr sehen könnt, hier diese Anker, diese Drahtanker, die werden wir zwar noch benutzen, aber ja, die Pfähle selber sind natürlich total, wie soll ich sagen, nicht amateurhaft, also schlecht angelegt. Ne? Gut, die halten zwar, aber wir wollen da richtige Holzpfähle in die Erde hauen. Holz haben wir da vorne, das ist auch behandelt. Und dann in der Höhe von 2 Meter, 2,50 Meter können wir dann Drähte dran befestigen, die dann in einer Linie zum, was soll ich sagen, in einer Linie, damit! Ja,
werden wir diese Holzpfähle dann in einer Linie fundamentieren, sodass wir Wein vertikal anbauen können und dann noch jede Menge Platz zwischen den einzelnen Weinlinien haben, wo wir dann Gemüse oder was weiß ich was anpflanzen können. Ja, das heißt, es gibt heute viel Arbeit. Nino ist schon mal die Drähte am Kappen. Ich fühle mich da nicht so verwandt mit heute. Ja, aber ich werde mich gleich an die Schwerarbeit begeben. Weil unser Container ist ja angekommen und hier mein Lieblingswerkzeug, so eine 20 Kilo Stahlstange. Damit werde ich dann Löcher buddeln, wo wir die Hölzer dann fundamentieren können. Ja, das ist dann die Aufgabe für heute und ja, wir melden uns dann einfach mal später nochmal. Bis später. Ja, hallo liebe Freunde unseres Kanals. Wir fangen hier mal an. Ja, wir hatten hier ja die Pfähle betoniert, wo wir den Wein dann halt vertikal halten wollen. Und jetzt arbeiten wir uns durch die Drähte den Hang hoch und da ist wirklich eine Tonne von Draht gespannt. Ja, wir müssen sehen, wie wir das dann neu aufbauen. Der Wein wird jetzt auf jeden Fall erstmal drastisch zugeschnitten, sodass der dann im nächsten Frühjahr wieder ausschlagen kann. Und so wie wir geplant hatten, ja. Ich weiß nicht, ob wir die Planung so halten können. Wir hatten eigentlich vor, immer hier so vertikale Linien zu machen, aber wie ihr sehen könnt, der Wein, der wächst hier in der Mitte doch etwas anders wie gedacht. Ja, wir schneiden den jetzt erstmal runter und dann wissen wir, wo die Hauptstrünke sind. Und dort werden wir dann wieder Wände ziehen. Ich glaube, hier könnte noch eine hindern. Genau hier so. What do you think? The next line should be over there. Yeah. We don't need much space in between them. Where you're standing, I think it's not a bad idea. But here are no plants. The next plants row is really there. We can bend them to make them fit. And then we have got here a lot of space for veggies. I would say a line where we are. Really? And in between you have more than enough space for veggies. You just need like 50 centimeters of garden. So you reach like, you can reach from here and you can reach from here. Doesn't need to be very wide. Okay. You can do 2 lines of vegetables instead of 1 and less bowls. It's up to you to decide. Ja, Schatz, was meinst du? Dann haben wir aber mehr Wein, ne? Yeah, I'm just suspicious when we put the line here. Ich mache jetzt mal einfach auf Englisch weiter. When we put the line here, we have got only, there's no plant. The first plant is here. And there's one, and there's one. Here is nearly empty space. But the idea is not to fill them with vines anyway. Yeah? Yes. So I would think there is a wine plant, there is one. There are some, we can all put them on the line there. And then we are having here, Schatz. And then we are having here really big space for veggies. Does work anyway, yeah. Yes, we want to reduce the wine. Anyway, yeah. Anyway, so But and say, even if you want to put a line there for the vines, it's not bad to put one here as well. Sure, Because sure. You only need like this, 1 meter. And now we have, veggies. and then we have 7 meters. Yeah, you can do 2 lines of veggies. Yeah, but the instead- posts seem to be expensive. Yeah, yeah. And here only 2 or 3 plants. Yeah, I see what you mean. But yeah, we can go half, double the width of this, and eventually, if you want, we can add some more poles and do it like instead of coming here forward, you go there, but you leave the halfway.
Because the main idea is to reduce the vines. Yeah. In any case, we'll cut back a couple of them. And that would be these here. Yeah, supposedly. And that would be these here. Just one row like this for the beginning, and then one in the middle and one at the end. So maybe only As we see where the plants grow. Yes, but you can, as Nino said, that you can bend them. You can make them fit whatever you like. Even this one you can fit in this one. But if we have got some plants in one row, there should be the next row. Of course. Yeah. And it's mostly in between. You think in the future, if you want to put one there, one here, it's alright. But at the moment we'll leave it. Yeah. Yeah, I would say so. Yeah, that's more. That's 7 meters, something like that, 8 meters. And you could do like two rows of them. It's not worthwhile to do a very long one because you can access them without stepping on it. And if we want to keep these plants, we can just build 2 poles here for these plants. For this one. We leave them now on the ground and then we'll see what will happen. We are working us forward to the top of the mountain. Indeed. Yeah, and hopefully tomorrow we are there. Hopefully. We can go now. Walk. What? Who laughed here? Who laughed here? Huh? Huh? I'll need some water for the climb up. Yeah. Aha. Okay. Ja. Nun, jetzt ein Mischmasch, aber es ist ja auch egal. Ja, jetzt habt ihr so mitgekriegt, was wir hier so vorhaben. Ja, müssen gucken, wie das mit Untertiteln dann laufen wird und so. Ja, das ist auf jeden Fall so ein kurzer Bericht von unserem Weinberg, wo wir uns hier so reinarbeiten. Jede Menge Draht und man muss höllisch aufpassen, das ist spitzes Zeug. Ja, es geht vorwärts. Auf jeden Fall kann man hier schon aufrecht stehen, das finde ich sehr gut. Und ja, jetzt machen wir mit der Arbeit weiter und wir melden uns dann später nochmal. Ne? Ja, ich wollte noch mal gucken, wie das Haus geworden ist. Da kommt der Zeit, ich zeige euch das nochmal schnell, wie das mit dem Haus jetzt gerade ist. Ja. Ja, da hat sich schon ein bisschen was getan. Die zweite Etage bildet sich so langsam. Da kommen jetzt die horizontalen Pillars. Und auf denen wird dann der Boden fixiert. Der Boden vom Piso 1 dann, also vom eigentlichen ersten Stock dann. Ja, sieht doch cool aus. Es geht voran. Die Leute machen gerade Pause. Das können sie auch tun. Ja, und jetzt gehen wir zurück zur Arbeit und ja, wir melden uns später nochmal. Bis später. Ingo? Ja. Auf die Knie. Auf die Knie. Auf die Knie mit dir, los. Oh boy, on your knees. Und räumt den Dreck da mal raus. Los. Ganz dünnes Eis. Von Eis sehe ich da nichts. Ja. Ja, wir machen hier das zweite Loch für das Fundament. Ein Eckpfosten für das neue Weinfeld. Ja, das ist jetzt tief genug. Da kommt noch etwas Gravel rein, etwas Schotter, noch ein Zement. Und dann, ja, dann haben wir dieses Fundament auch fertig. Ja. Dann kommt der Pfosten rein. Ja. Der liegt jetzt noch da. Okay. Ja. Puh. Ja, ist scheiß Arbeit, aber. Gut. Ja, Gut, danke. ja bitte, hä?